Die Förderzusage ist da. Wann kann ich anfangen, Geld auszugeben? Also zunächst einmal bekommst du ja den Zuwendungsbescheid. Und in dem Zuwendungsbescheid findest du bestimmte Daten, die jetzt ganz wichtig sind, sich zu notieren. Ich empfehle da, sich mal so ein Sheet zu machen und Eckdaten einmal aufzuschreiben. Und dieses Blatt Papier oder das digitale Excel, das kann man immer wieder rausziehen und das wirst du in dem ganzen Projekt, in der ganzen Projektlaufzeit auch brauchen. Wichtig ist einmal zu sehen, wie sieht der Bewilligungszeitraum aus? Von wann bis wann darf das Projekt stattfinden? Von wann bis wann darf ich überhaupt Kosten generieren? Und es hat einen Anfang, dein Projekt, und es hat ein Ende und das befindet sich im Bewilligungszeitraum. Alles, was davor an Kosten schon generiert wurde, das wird abgezogen und das gilt nicht. Und alles, was danach abgezogen passiert, wenn du also nach dem Bewilligungszeitraum noch Ausgaben hast, dann werden die auch nicht mehr angerechnet. Das wird also gnadenlos von der Fördersumme, die du beantragt hast, abgezogen. Deswegen ist es wichtig, den Projektzeitraum und den Förderzeitraum im Auge zu behalten und am besten vielleicht auch gleich in den Kalender einzutragen. Wenn man dann schon mal dabei ist, kann man gleichzeitig auch die Daten eintragen, wann man Mittelabrufe starten kann. Wann kannst du tatsächlich Mittel abrufen? Wann kannst du die erste Tranche, die brauchst du ja, denn dann hast du das Geld, um weiterzumachen. Erst gibst du es aus, dann rufst du ab, ist die Regel. Und diese Mittelabrufe, das wird auch vorgegeben. Das sagt dir der Förderer, wann du einen Mittelabruf starten kannst. Das ist übrigens auch ein Formular. Und bis dahin sollte man eben die Rechnung einsammeln und das, was man ausgegeben hat, schon so beiseite legen und archivieren, dass man das später für den Verwendungsnachweis benutzen kann. Ganz am Ende des Projektzeitraums, der Projektlaufzeit, wird man nämlich einen finalen Verwendungsnachweis ausfüllen müssen und da braucht es dann alle diese Unterlagen. Wenn man also ein einjähriges Projekt hat und 3 Mittelabrufe macht zum Beispiel, lohnt es sich zum Mittelabruf alles gleich schon fertig beisammen zu haben, dann hat man am Ende nicht so viel Arbeit.